Also ich wollte eigentlich nicht von der Westfalen-Kaserne Aalen zu der dort ansässigen Standort Schießanlage verlegen. Aber der Aufwand und der Weg kommen mir da sehr bekannt vor irgendwie. Obwohl wir hier ganz woanders sind. Wir sind hier nochmal in Fürstenau am Standortübungsplatz der ehemaligen Pommern-Kaserne. Und ich möchte euch heute die Standort-Munitionsniederlage vorstellen. Beziehungsweise ich habe da nur in der einen Datenbank eine konkrete Bezeichnung zu gefunden. Und zwar wird die da unter 245-1 geführt. Allerdings wird die Standort-Schießanlage ebenfalls unter dieser Dienststellennummer geführt, wenn das eine Dienststellennummer ist. Ich weiß nicht, wie diese Nummer da wirklich wie die wirklich genannt ist oder benannt ist. Und auch die Daten, die da angegeben sind, von wann bis wann diese Standort-Munitionsniederlage in Betrieb war, das passt auch wohl nicht, steht da aber auch schon extra irgendwie bei. Also ich kann jetzt nur das nennen, was ich jetzt weiß. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht auf das Gelände draufkommen, weil es verschlossen ist. Ich werde trotzdem versuchen, das so gut wie möglich für euch zu filmen. Ich habe noch die andere Kamera dabei, die so ein bisschen Zoom hat. Und dann schauen wir mal, was das hier gibt. Ich war auch erst, ich weiß gar nicht, also einmal mindestens, aber maximal zweimal war ich an dieser Standort-Munitionsniederlage. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das so ein Weg war. Es ist doch hier, das ist nicht ohne. Es müsste jetzt aber mal langsam hinter der Kurve erscheinen. Naja gut, wenn ich da bin, dann schalte ich euch wie gewohnt wieder zu. Also bis gleich. So, wir haben es gleich geschafft. Hier vorne haben wir so eine Art Rondell. Hier kann man auf jeden Fall mit dem Auto oder auch mit größeren LKW-Zügen wenden. Da in der Mitte war bestimmt mal irgendwie so ein Wässerchen. Und hier liegt sie vor uns, die Standort-Munitionsniederlage. Aha, hier wird also auch schon mit Kameraüberwachung gedroht. Das finde ich natürlich nicht so cool. Aber ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass hier irgendwas kameraüberwacht ist. So. Ach ja, das habe ich gelesen irgendwo, dass das zwischenzeitlich wohl mal als Wildgehege benutzt wurde. Ja, das war, glaube ich, auch schon der Stand von 2011. Da habe ich das gelesen. Cool eigentlich. Ich kann mich dann nämlich gar nicht daran erinnern, dass das hier so aussah. Ich hatte das noch ein bisschen kahler in Erinnerung. Ich filme da mal eben so drüber weg. Hier sieht man also dann das Wachhäuschen. Tja, viel mehr kann ich da jetzt auch gar nicht zu sagen. Ne? Man sieht halt das Wachhäuschen. Und dann sieht man da allerlei andere Dinge. Da vorne ist irgendwie so eine Art Seilwinde. Das sieht mir schon fast so aus, als wenn man da irgendwas dran hochziehen kann, um es dann auszuweiden. Das kenne ich eigentlich, wenn ich mal so drüber nachdenke, aus so Szenen, wenn ein Jäger irgendwie wild ausweidet. Kann natürlich wirklich dafür sein, ne? Dass hier solche Sachen auch zelebriert wurden, wenn man das so bezeichnen darf. Ja, da hinten seht ihr, das ist jetzt auch alles schwierig. Ich versuche gleich mit der anderen Kamera noch ein bisschen ranzuzoomen. Da sieht man auf jeden Fall diese Betonteile mit dem Brandbekämpfungssatz. Es gibt ja einmal diese, die so stehen aus Holz mit diesem Firstdach, nennen wir es mal. Und dann gab es noch die die in Beton eingelagert waren. Die kennen wir von der Standort-Schießanlage in Hünxe. Da habe ich euch die mal gefilmt. Ja, wir gehen jetzt hier mal ein Stückchen runter. Entlang der Standort-Munitionsniederlage. Ich mache jetzt noch mal ein paar Bilder und ja gut, vielleicht haben wir irgendwo noch ein Loch im Zaun und können einen oder anderen Bunker abfilmen, vielleicht auch nicht. Aber ist wurscht, wir schauen uns hier einfach erstmal um. So genau habe ich mir das hier nämlich auch noch nie betrachtet. So, da haben wir noch mal diesen Brandbekämpfungssatz. Guck mal, wie weit ich da rankomme. Ups.
Das ist alles ein bisschen improvisiert hier. So, direkt links daneben müsste so eine typische Saugstelle sein, so ein Wasserdüker. Da ist auch mit Beton das Ganze noch ein bisschen armiert, dass man die Anschlussstücke da einfach besser geschützt hat. Haben wir auch schon anders gesehen, da ragten dann einfach nur zwei so, ja, wie heißt das, ne? Zwei so Rohre raus. Gut, ich gehe mal weiter. Ja, ob wir da drauf kommen oder nicht, ist jetzt erstmal auch gar nicht das erste Ziel. Ich muss alleine sagen, so von der Natur, von der Landschaft her, diese Standortübungsplätze, wir sind jetzt hier am äußeren Rand. Da hinten, wo ihr den Wald schon seht, da ist schon wieder Schluss, da ist normale Ackerfläche. Das ist hier schon schön. Das ist einfach eine herrliche Gegend. Da kannst du dich so oder so einfach mal umgucken, aufhalten. Hier sieht man auf jeden Fall die Rückseiten der diversen Wohnlagerhäuser. Ich meine, es sind 17 Stück. Dürfte mich jetzt nicht festnageln. So genau habe ich das bei den anderen Standortmunitionsniederlagen auch nicht bisher erarbeitet. Und ja, was haben wir hier vorne? Hier haben wir die zweite Ausfahrt. Ich sage jetzt mal den Notausgang. Ja, vielleicht können wir einmal ums Gelände herumgehen. Vielleicht ist das möglich. Ist eigentlich ganz schön angelegt hier die Geschichte. Oder welcher Weg führt denn hier vorbei? Ah, guck an, der Bersenbrücker Landweg. Der streift das hier. Hier ist das Tor entsprechend. Ja, dann gehen wir mal da vorne noch geradeaus und schauen mal, was wir da noch weiter sehen können, wenn jetzt hier gleich das Gelände zu Ende ist. Ja, jetzt sind wir dann im rückwärtigen Teil. Ja, rückwärtig noch nicht, an dem seitlichen Teil. Da ist natürlich schön, dass wir hier dran vorbeikommen. Vielleicht geht der Weg ja auch wirklich einmal rum oder so, dass wir nur an der anderen Seite noch mal irgendwie so übers Feld müssen. Ach, guck mal an, da habe ich auch schon was entdeckt. Jetzt gerade. Super, super. Ja, schade, dass wir hier jetzt nicht drauf können. Ich versuche mit der Kamera gleich mal da ran zu zoomen. Das ist nämlich hier von der Ausstattung her ein bisschen anders. Der Brandbekämpfungssatz, den wir hier vorne sehen, als der, den wir aus Holz kennen. Das mag gut sein, dass wir da gleich noch mal näher dran kommen. Ihr seht das jetzt hier links zwischen den beiden Bäumen. Ich kann das jetzt kaum, ich habe die Kamera hier durch den Zaun gesteckt, ich kann es kaum weisen. Also da sieht man ja im Endeffekt so ein kleines Hüttchen und da ist der Brandbekämpfungssatz drin. Das heißt also, der steht nicht offen und hat so ein Giebeldach, sondern der ist hier verkleidet mit, ja, ich glaube, es sind so Kunststoffplatten im weiteren Sinne. Ja, und hat halt kein Spitzdach, sondern einfach nur so ein schräg nach vorne weg laufendes. Was haben wir hier noch? Hier vorne sind ja, schon mal zwei Bunkereingänge bzw. Munitionslagerhaus. 50 ist das dann, meine ich. Wenn es zwei Eingänge hat, hat es 50 Quadratmeter. Das andere sind dann, glaube ich, die 25er. Bitte korrigieren, wenn ihr das besser wisst. Wir gehen jetzt noch mal weiter über das Gelände. Hier vorne, da sehen wir noch so einen verrosteten Kasten. Was das jetzt ist, keine Ahnung. Vielleicht war da mal auch ein Telefon drin, aber wir kennen ja eigentlich die üblichen Telefonhäuschenkästen auf den Geländen. Aber ja, vielleicht hat man hier irgendwie improvisiert. Ich meine, da sieht man auch wo Kabel, was da reingeht. Ja, also es kann schon sein, dass das hier so ein Telefonhäuschen ist und dass man das eben zu der Zeit, als das hier gebaut wurde, das soll nämlich schon vor 1968 entstanden sein, laut dieses Eintrages dort, dass man das vielleicht noch gar nicht hatte, ne? Oder zu dem Zeitpunkt nicht hatte. Ja, viel Mutmaßerei, sieht aber auch jetzt, der Kasten mutet ein bisschen merkwürdig an. Wer weiß, was das ist. Ich tippe drauf, dass auf jeden Fall mal ein Telefon drin war. Ob das jetzt so original ist oder nicht, kann ich einfach nicht sagen.
Gut, wir gehen weiter. Ja, vielleicht sollte man erstmal rumgehen und dann noch weiter quatschen, wobei ich jetzt aus dieser Struktur auch nicht wirklich schlau werde. Es kann aber natürlich sein, dass in dem inneren Bereich, ich glaube, man kann es sogar erkennen, dass da vielleicht mal ein Telefon hing und dass dieses Blech dann entsprechender Wind- und Regenschutz war. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, schade, dass wir das von der anderen Seite aus nicht sehen können, aber mag gut sein. Ja, ich gehe jetzt hier nochmal an dem Zaun so ein bisschen lang. Da sieht man Bunker, hier sieht man dieses Brandbekämpfungssatzhäuschen. Hier sieht man eines der zahllosen Löcher. Die sind allerdings alle geflickt. Es ist also nicht so, dass sich hier keiner drum kümmert. Aber vielleicht hat ja jemand das Loch, was hier vielleicht erst kürzlich hineingeschnitten wurde, übersehen oder noch nicht entdeckt. Und dann haben wir vielleicht Glück und können noch so ein bisschen was drauf filmen. Naja. Ich würde gerne so ein Brandbekämpfungssatzhäuschen mal von vorne haben, aber das ist hier leider jetzt hier nicht möglich. Die stehen halt alle den Bunkern zugewandt. Da kannst du jetzt nichts dran drehen. So, jetzt sind wir eben noch mal so ein Bunker. Ja, ne, Bunker ist es nicht. Das ist ein Munitionslagerhaus. So, näher komme ich nicht dran. Ja, ihr seht, das ist die typische Struktur, wie man sie überall herkennt. Ne? Klar, es ist halt ein Regelbau. Und davor haben wir noch die Kamera hier, hat leider kein. So, warten Sie. Ja, da sieht man noch diese Bogenlaterne, die man da in die Mitte gestellt hat, um da den entsprechenden Bereich oder den Bereich entsprechend auszuleuchten. Tja, da sind wir noch mal abseits hier der Standort-Munitionsniederlage. Ich weiß gar nicht, was das mal war, ob das hier ein See darstellen sollte, ob hier mal Sand auch abgebaut wurde. Wahrscheinlich, so ein Baggerloch irgendwie. Ja, da ist auf jeden Fall jetzt auch nichts mehr großartig zu sehen, sieht aber interessant aus. Wir können leider nicht um das Gelände herumgehen. Wir müssen jetzt hier umdrehen, denn hier vorne ist es einfach zu. Ja, das ist hier viel zu unwegsam. Da kann ich mich jetzt mit dem Hund nicht durchquälen. Das macht keinen Sinn. Also schauen wir mal von der anderen Seite. Oh, doch, ich kann. Wo ein Wille, da ein Weg. Erstens ist es hier schattiger und zweitens ist es jetzt von hier aus auch nicht mehr so weit, bis wir wieder vorne sind. Von daher lassen wir diese Sonnenpassage da hinten mal aus. Da vorne ist auch schon der andere Zaun. So sieht es hier aus. Da sieht man noch mal Bunker. Ja, dann gehen wir mal weiter hier. Interessanterweise, hier wo es unwegsam wird, sind gar keine Löcher mehr im Zaun. Also Leute sind auch wirklich merkwürdig. Das wäre doch hier, wenn ich jetzt hier drauf gehen wollen würde, na, ohne dass es vielleicht groß einer merkt oder ungesehen, dann würde ich das doch von hier aus machen. Da würde ich doch nicht da vorne mitten am Weg ein Loch reinschneiden. Also habe ich keinen Verstand bei. So, das hier ist auch so eine kleine eine Wildfahrt, kann man schon sagen. Uiuiui. Boah, guckt euch das an. Jetzt sind wir wieder hier auf der freien Pläne, wie man so schön sagt. Rechter Hand das Gelände. Ja, jetzt gehen wir da vorne bis zum Waldende hin und dann sind wir auch schon wieder an der Vorderseite. Wir haben da so einen Platzteilanzeiger. Die D1 haben wir hier. Ah, dem Hund ist warm. Wir haben 22 Grad, da war fast gerade nur Sonnenschein. Das kann der Bulli nicht mehr so gut haben. Der schabt dann auch im Sand, weil er weiß, darunter ist es noch kühler. Und dann macht er sich so, ja, so Kältenester, kann man sagen. Ja? Das haben die im Instinkt. Das ist schon auch interessant. Gut, aber ja, wir sind innerhalb der nächsten Viertelstunde am Auto, da gibt es auch was zu trinken. So. Also, dass wir hier noch drauf kommen und dass ich da noch irgendwas filmen kann, ich halte das jetzt für utopisch. Denn selbst wenn jetzt hier noch irgendwo ein Zugang wäre, wäre mir das einfach mittlerweile auch zu weit
da noch wieder zurück in den Bereich zu gehen, wo die Munitionslagerhäuser stehen. Wir sind hier ganz vorne an. Hier ist erstmal weit und breit nichts. Ne? Das ist hier alles Waldgelände und das war es dann auch. Gut. Also ich fand's, ja, also trotz dessen, dass man jetzt nicht wirklich viel gesehen hat, schon sehr aufschlussreich. Ich muss natürlich auch mal sagen, oder wir müssen auch festhalten, diese Gelände sind ja alle, oder die Bunker sind natürlich alle gleicher Bauart. Und das, was wir jetzt von außerhalb gesehen haben, jeder kann sich vorstellen, wie das da auf dem Gelände weiter eigentlich auch aussieht. Ich hätte es euch gerne gezeigt, es geht nun mal eben nicht. Aber trotzdem, glaube ich, haben wir hier ein paar ganz nette Eindrücke gewonnen von der Geschichte. Ja, damit beende ich das Video und sage, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns, wenn es wieder heißt, Joscha und Dexter auf Tour mit neuem spannenden Inhalt. Bis dann, macht's gut, ciao, Kakao.